Wir verschenken alle Strom. Und zwar richtig viel. Deine Solaranlage produziert jetzt in der Übergangszeit schon richtig viel Energie. Jedoch nutzen wir diese Energie nicht. Ich habe in den letzten 4 Wochen 5 Geräte mit minimalstem Aufwand intelligent gemacht und diverse Einstellungen durchgetestet. Das Ergebnis ist absolut erschreckend. Ich konnte meine Energiekosten im ersten Schritt um 50% reduzieren. Und zum Schluss, nach diversen Feinabstimmungen, habe ich es geschafft, teilweise sogar auf 0 Netzbezug runterzukommen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ich habe keine super intelligenten PV-Heizstäbe für 500 € gekauft. Ich habe auch keine teuren Solarmanager oder irgendwelche herstellerabhängige Geräte gekauft. Soll ich euch sagen, was ich gemacht habe? Ich habe pro Gerät ca. 30 Minuten Arbeit investiert und 20 € für so ein Shelly-Gerät. Alle meine Geräte steuern sich nun intelligent und sie nutzen und verbrauchen meinen kompletten PV-Überschuss. Denn es gibt mehrere Möglichkeiten, Energie zu speichern. Und was dir niemand sagt, ihr habt bereits alles zu Hause. In diesem Video zeige ich euch, was ich an diesen 5 Geräten geändert habe und wie ihr mit 20 € jedes Gerät intelligent macht. Dann zeige ich euch 3 verschiedene Wege, wie man auch noch Energie speichern kann. Zum Schluss gibt es noch ein paar Tricks, wie man Batterien viel intelligenter nutzen kann. Bei mir herrscht folgende Situation. Ich habe 2 Häuser durch eine direkte Stromleitung miteinander verbunden, damit beide Häuser von meiner Solaranlage profitieren können. Hier im Erdgeschoss habe ich von Sungrow den Wechselrichter und eine 15 Kilowattstunden Batterie. Im Dezember und Januar muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwo Strom verschenke, denn eben mit 5 Parteien, ich brauche genug Strom. Jetzt haben wir Anfangs Februar und jetzt kommt es durchaus vor, dass ich ab 13 Uhr den Speicher hier schon voll habe. Und dann geht der Strom einfach sinnlos hier ins Netz raus. Ich bekomme dieses Jahr 6 Cent pro Kilowattstunde. Letztes Jahr waren es noch 12. Also ich habe echt keine Lust, um hier Strom zu verschenken. Also habe ich angefangen, alle meine Geräte zu optimieren. Ich habe genug Geräte, die irgendwann im Laufe des Tages Strom brauchen. Doch sie sollen ihn brauchen, wenn ich den Strom gratis habe. Kommen wir zuerst zum Elektroboiler. Ich habe hier einen Shelly 1PM zwischengeschaltet, der kostet ca. 20 €. Dann kann ich jetzt dieses Gerät hier in der Shelly App sehen. Das ist mein Gerät. Zuerst habe ich mir mal einen Zeitplan erstellt, der schaltet um 15 Uhr ein und um 17 Uhr aus. Das ist Plan B, falls kein Überschussstrom vorhanden ist. So, und jetzt kommt die Magie. Ich habe 2 Szenen erstellt. Wenn ich mehr als 2 Kilowatt Überschuss habe, dann schaltet der Shelly ein. Und die zweite Szene ist, wenn ich weniger als 200 Watt noch Überschuss habe, dann schaltet das Teil wieder aus. Und zwar soll er das zwischen 10 Uhr und 14:55 Uhr machen. So eine Szene zu erstellen, das kann jeder, das ist wirklich einfach. Ich habe dann auch noch mit Skripte gearbeitet, aber das seht ihr dann im separaten Video zu diesem Gerät. Übrigens, damit der Shelly weiss, wann die PV-Anlage Überschuss hat, habe ich ein Smart Meter in der Elektroverteilung eingebaut. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, in dem ich auch erkläre, was Shelly überhaupt ist und was man damit alles machen kann. Also wenn ihr jetzt nur Bahnhof versteht, schaut euch bitte zuerst dieses Video an. So, was hat mir jetzt die ganze Aktion gebracht? Schauen wir uns mal schnell die Statistik an. Also, ich würde sagen, im Durchschnitt nimmt das Teil ungefähr 3 Kilowattstunden pro Tag. Also das ist ungefähr 1 € Stromkosten pro Tag, den ich einspare. In 20 Tagen habe ich mein 20 € Shelly-Teil amortisiert. Denn jetzt lädt dieses Teil nicht mehr in der Nacht, sondern den Tag. Und zwar zu 99,9% durch PV-Überschuss. So, und jetzt müsst ihr euch mal etwas überlegen.
Der braucht pro Tag 3 Kilowattstunden. Ich habe eine 15 Kilowattstunden Batterie. Also das bedeutet, dass alleine 20% meiner Batterie leergesaugt wird durch diesen Boiler in der Nacht. Und das ist erst das kleinste Gerät, das ich habe. Aber das ist schon mal ziemlich geil. Als nächstes habe ich mir mal die Brauchwasserwärmepumpe angeschaut. Übrigens alle Geräte, die ich hier umgebaut habe, da gibt es noch ein separates Video dazu, wo alle Details und alle Informationen darin enthalten sind. Gut, bei dieser Brauchwasserwärmepumpe habe ich mehrere Varianten getestet und bin am Ende bei einer Lösung mit einem Shelly 2PM gelandet. Das Problem war folgendes: Diese Wärmepumpe hat 2 PV-Ready-Kontakte, die ich zuerst angesteuert habe, aber die interne Logik der Wärmepumpe hat mir zu oft dazwischen gefunkt. Deshalb habe ich die interne Steuerung komplett übergangen. Der Shelly 2PM hat 2 Schaltkontakte. Mit dem einen schalte ich die Wärmepumpe und mit dem anderen Kontakt schalte ich den Heizstab. Übrigens, ihr seht, Heizstäbe habt ihr überall schon drin. Gut, da ich nun die komplette Steuerung extern übernehme, brauche ich noch einen Temperatursensor. Also habe ich mir so ein Shelly Add-on gekauft. Das kostet ungefähr 15 Euro. Und bei AliExpress habe ich mir gleich 10 solcher Temperaturfühler für 12 Euro gekauft. Das Add-on kann man einfach hinten aufstecken und den Fühler habe ich unten reingesteckt. Hier sehen wir nun das Ganze. Hier kann ich nur die Wärmepumpe einschalten, hier nur den Heizstab und hier haben wir die Temperatur von unserem Fühler. Jetzt habe ich alle Möglichkeiten, zum intelligente, temperaturabhängige Szenen zu erstellen. Zum Beispiel bei Schlechtwetter soll er nur die Wärmepumpe einschalten und nur bis 50 Grad. Bei gutem Wetter soll er nur den Heizstab einschalten und bis auf 60 Grad gehen. Ich kann natürlich auch Kombinationen davon machen. Zum Beispiel bei PV-Überschuss soll er den Heizstab dazuschalten und die Temperatur um 10 Grad erhöhen. Wenn ich mir jetzt die Statistik vom Heizstab anschaue, sehe ich, dass der immer wieder mal mehr oder weniger den Heizstab einschaltet. Auf alle Fälle ist meistens bis 16 Uhr alles erledigt und der ist voll geladen. Wenn ich mir beides zusammenrechne, Wärmepumpe plus Heizstab, komme ich ungefähr auf 10 Kilowatt pro Tag, den er verbraucht. Das sind auch wieder 10 Kilowattstunden, die ich nicht in der Nacht brauche, sondern die zu 99,9% mit PV-Überschuss geladen werden. Gut, wir haben gesehen, die Brauchwasserwärmepumpe verbraucht ca. 5 bis 10 Kilowattstunden, je nachdem, ob nur die Wärmepumpe oder der Heizstab eingeschaltet ist. Jetzt haben wir aber noch was anderes gemacht. Und zwar, bei schönem Wetter überhitzen wir das Wasser um plus 10 Grad. Das ist ein anderer Weg, um Energie zu speichern. Denn unser Batteriespeicher ist voll, der kann keine Energie mehr aufnehmen. Aber bei schönem Wetter können wir das Wasser überheizen und speichern Energie in Form von heißerem Wasser. Ich habe das schnell ausgerechnet, bei plus 10 Kelvin sind das ungefähr 3,5 Kilowattstunden, die wir zusätzlich in Form von Wärmeenergie eingespeichert haben. Als nächstes habe ich mir meine über 20 Jahre alte Wärmepumpe vorgenommen. Ich halte mich mal kurz, weil das Video schon wieder viel zu lange wird. Aber eben über jedes Gerät mache ich ein separates Video. Gut, diese Wärmepumpe hat keine PV-Ready-Kontakte. Aber jede Wärmepumpe hat einen EVU-Kontakt. Und den mache ich mir hier zu nutzen. Also auch wieder Shelly angeschlossen, ein potentialfreies. Das rote nebendran, das steuert mir die Umweltpumpe. Dann habe ich zwar noch einen Puffer, jedoch der hat kein Mischventil, also der kann nicht wirklich viel Wärme speichern und ich darf den auch nicht so hoch aufheizen, denn alles, was die Wärmepumpe bringt, geht eigentlich direkt in die Fußbodenheizung rein. Hier passiert jetzt etwas Gravierendes, so könnt ihr extrem viel Energie speichern. Das hier ist meine Umweltpumpe und das hier ist die Wärmepumpe. An der Steuerung der Wärmepumpe habe ich die Solltemperatur um 5 Grad erhöht, weil wir steuern die nur noch über einen Zeitplan. Und zwar schaltet diese Wärmepumpe 2-mal pro Tag ein, um 10:30 bis 12:30 und von 14 Uhr bis 16:30 Uhr.
Das ist die Grundwärme, die ich brauche, und meine Wärmepumpe schaltet die ganze Nacht nicht mehr ein. Also die läuft nur noch 2-mal. Und zwar am Tag. Am Tag haben wir meistens 10 Grad wärmer als in der Nacht. Das heißt, die Wärmepumpe ist viel effizienter, hat einen COP von ungefähr 4. Und je länger ich die Wärmepumpe laufen lasse, umso wärmer wird der Boden. Und genau das ist der springende Punkt. Ihr habt einen Riesenspeicher zu Hause und das ist euer Gebäude selbst. Ich habe mir das mal schnell ausgerechnet. Ich habe auf 2 Stockwerke verteilt 200 Quadratmeter Bodenheizung. Und wenn ich die Solltemperatur um 5 Kelvin erhöhe, dann kann ich insgesamt über 40 Kilowattstunden Wärmeenergie in mein Gebäude einspeichern. Stellt euch das mal vor, 40 Kilowattstunden. Also 3-mal so viel wie meine Batterie hat. Ich habe an diversen Orten solche Temperaturfühler verteilt und ihr könnt jetzt sehen, was mit meiner Wohnung passiert. Morgens um 9 ist die am kältesten, hat 20,1 Grad. Am wärmsten ist sie irgendwo gegen 17 Uhr mit fast 22 Grad. Also ihr seht, die Energie, die ich in den Boden reinspeichere, verliert von abends um 19 Uhr bis morgens um 7 etwa 2 Grad. Und meine Wärmepumpe läuft die ganze Nacht nicht. Ich werde mir hier auch noch 2 Temperaturfühler montieren, und zwar am Vor- und am Rücklauf, damit ich hier auch temperaturgesteuerte Szenen erstellen kann. Denn im Moment brauche ich diese Pause hier dazwischen, dass der Boden die Energie auch aufnehmen kann. Denn im Puffer ist ein bisschen wärmeres Wasser. Der Boden braucht Zeit, damit er diese Energie auch aufnehmen kann. Deshalb habe ich hier eine Pause eingebaut. Was hat mir jetzt nun die Modifikation der alten Wärmepumpe gebracht? Ich habe zusätzlich über 40 Kilowattstunden zusätzliche Energie eingespeichert, habe dafür aber nur 10 Kilowattstunden elektrische Energie aufgenommen. Ich habe viel weniger Taktungen und absolut keine Abtauvorgänge mehr. Früher hat mir diese Wärmepumpe 6-7 Mal pro Tag eingeschaltet und in der Nacht und am Morgen zum Teil 3-4 Abtauvorgänge vorgenommen. Also die Lebensdauer eurer Wärmepumpe könnt ihr so auch extrem verlängern. Jetzt schauen wir uns eine moderne Wärmepumpe mit integrierten PV-Ready-Kontakten an. Dieses Haus habe ich vor ca. 7 Jahren selbst gebaut und ist komplett gedämmt. Hier gibt es nun noch viel mehr Möglichkeiten, richtig viel Geld zu sparen. Bei dieser Wärmepumpe habe ich 2 der integrierten PV-Ready-Kontakte angesteuert und auf der internen Software der Wärmepumpe diverse Szenen erstellt, welche wiederum durch den Shelly intelligent aktiviert werden. Diese Heizung habe ich bewusst mit 2 800 Liter Pufferspeichern gebaut. Dieser hier ist für das Brauchwasser und dieser für das Heizungswasser. Übrigens, dieser hat ein 6 Kilowatt Notheizungselement integriert, welches ich auch über den Shelly ansteuere. Und der Heizungspuffer, der hat nichts drin, aber in der Wärmepumpe ist standardmäßig ein 3 Kilowatt Notdurchlauferhitzer eingebaut. Also ihr seht, Heizstäbe sind immer schon irgendwie in einer Form vorhanden. Gut, jetzt zeige ich euch, was ihr damit alles machen könnt, denn das ist richtig geil. Das hier sind meine 2 Kontakte, die ich angeschlossen habe. Dieser Kontakt ist im Moment aktiviert. Und dieser Kontakt schaltet mir in den Szenen der Wärmepumpe diese Szene ein. Und diese Szene schaltet mir 5 weitere Szenen ein. Das sind die 5 Szenen. Im Moment ist nur noch die letzte Szene vom Tag aktiviert. Alle anderen sind schon durchgelaufen. Diese Szene ändert den Heizmodus von Normal auf Komfort, bedeutet bei mir Vorlauf etwa plus 2 Kelvin. Dann soll der Puffer auf 46 Grad überhitzen, plus in den Grundeinstellungen habe ich eine Ausschalthysterese von plus 6 Kelvin eingestellt. Das bedeutet, der Puffer wird auf 52 Grad geheizt.
Die Parallelverschiebung der Heizkurve um 1 Kelvin erhöht mir noch ein bisschen die Bodentemperatur. Die letzte Szene vom Tag gibt nochmals Vollgas, damit die Wärmepumpe im besten Fall erst am nächsten Morgen einschaltet. Hier sehen wir, die Wärmepumpe läuft noch, aber die wird gleich ausschalten, denn die gewünschten 52 Grad sind soeben erreicht. Weil ich jetzt hier ein Mischventil habe, kann ich den Puffer so richtig überhitzen. Denn der Mischer bringt nur so viel Temperatur in den Fußboden, wie er soll. Schauen wir uns die Puffertemperatur der letzten 24 Stunden an. Circa um 14 Uhr gestern hat er angefangen zu laden und etwa um 16:30 Uhr hat die Wärmepumpe abgeschaltet. Dann bleibt die Temperatur stabil, weil der Boden vorher auch ein bisschen überheizt wurde, denn nun laufen im Hintergrund die Standardszenen. Die PV-Szenen schalten sich nach Zeitprogramm ab oder wenn kein Überschuss mehr vorhanden ist. Dann gibt der Puffer die ganze Wärme langsam in die Wohnungen ab, bis er um ca. 4 Uhr hier in diesem Fall wieder einschalten musste, weil es diese Nacht ziemlich kalt war. Hat es nicht ganz gereicht. Also wir haben gesehen, wir haben hier extrem viel Energie vom Tag in die Nacht gespeichert. Gut, genau das gleiche mache ich jetzt auch mit dem Trinkwasser. Dieser Knopf hier, das ist mein zweites Relais. Wenn ich genug Strom habe, schaltet er sich ein und dieser steuert mir diese Szene in der Wärmepumpe. Und diese Szene sagt, wenn der Kontakt DI7 geschlossen ist, dann soll Trinkwasser auf 58 Grad erhöht werden und soll dafür nur den Heizstab nehmen. Ich muss sagen, in den letzten 10 Tagen habe ich das Brauchwasser nur noch mit dem Heizstab gemacht, denn wenn genug Strom vorhanden ist, dann ist er sowieso gratis. Heizstab ist zwar nicht sehr effektiv, COP1, also er nimmt 1 Kilowatt aus der Steckdose und macht daraus 1 Kilowatt Wärmeenergie. Aber eben solange der Strom gratis ist, interessiert es mich nicht. Wenn ich nicht genug Strom habe, dann läuft die Trinkwasseraufbereitung natürlich über die Wärmepumpe, denn da habe ich einen COP von etwa 4 bis 5 und dann wird das Brauchwasser nur auf ungefähr 48 Grad erhitzt. Ich zeige euch am Schluss in der Zusammenfassung noch, was ich in Haus A so einspare. Hier sehen wir schön die Veränderungen. Das war vor all meinen Anpassungen. Ihr seht hier diese Spitzen, das sind immer Wärmepumpen. Zum Teil 2 miteinander, die gleichzeitig laufen, wie hier zum Beispiel. Hier kommt die erste, hier schaltet sich die zweite dazu. Hier sehen wir einen Abtauvorgang. Nach den ersten Anpassungen der alten Wärmepumpe hatte ich die komplett hier weg und auch hier. Und das ist nur noch die moderne Wärmepumpe, die hier einschaltet. Und ihr seht auch hier ist eine Abtauung. Dann hier hat er auch wieder eine Abtauung, weil es halt kalt ist in der Nacht. Im ersten Schritt habe ich hier ein bisschen das Pufferwasser überhitzt, dass er nicht mehr kommt. Und am Schluss habe ich hier alles weg in der Nacht. Es läuft keine Wärmepumpen mehr. Und ihr seht, wie kompakt alle Geräte in einem Zeitraum von etwa 5 Stunden die komplette Energie verarbeiten können. Also da kommen zum Teil 18 Kilowattstunden, die ich sofort einspeichern kann. Es geht nichts ins Netz raus. Ihr seht es hier. Erst wenn meine beiden Batterien voll sind, bekommt der Energielieferant auch noch ein paar Krümel. Aber das werde ich auch noch abstellen, das zeige ich euch am Schluss, wie man das machen kann. Aber der ganze Rest kann ich nun durch diese Veränderungen auch verbrauchen. Wenn Strom vorhanden ist, müssen wir den sofort irgendwie einspeichern können. Und das funktioniert jetzt bei mir. Jetzt kommen wir noch schnell zu der Elektrospeicherheizung. Ihr seht hier diesen großen Verbrauch in der Nacht. Der schaltet ungefähr hier um 23 Uhr ein. Und geht ungefähr bis hier morgens um 7. Die habe ich im letzten Schritt dann auch noch eliminiert. Das hier sind meine Speicheröfen in der oberen Wohnung. Die sind etwa 30, 40 Jahre alt. Das Hauptproblem war hier die Steuerung, die auch etwa 30, 40 Jahre alt ist. Da habe ich ein bisschen gebraucht, um die Schaltung zu verstehen, wie ich den Shelly einbauen kann. Ich habe es dann aber hinbekommen. Hier in der Shelly-App sind meine Speicheröfen, die schalten jetzt auch nur noch am Tag ein. Wenn ich natürlich
nicht genug PV-Strom habe, dann muss der halt auch in der Nacht ein bisschen laden. Aber das kam auch nicht mehr vor. Und eben, ihr seht es hier, hier sind die Elektrospeicheröfer komplett eliminiert. Die schalten nicht mehr ein. Es kommt alles kompakt in diesen Zeitraum rein. Also meine Freunde der Werkstatt, ich habe euch heute gezeigt, wie ich meinen Netzbezug auf beinahe null runtergewürgt habe, indem ich meine bestehenden Geräte intelligent steuere. Sobald auf dem Dach Energie vorhanden ist, wird sie sofort eingespeichert, damit wir keinen Strom ins Netz verschenken. Und genau das habe ich hier komplett umgesetzt. All diese Geräte können innerhalb von Sekunden reagieren und 11 bis 17 Kilowattstunden sofort aufnehmen. Zusätzlich sind noch 2 Batterien verbaut, welche auch noch total 11 Kilowatt sofort aufnehmen können. Dann haben wir noch die 2 Wärmepumpen. Und genau hier liegt der Gamechanger. Ich verschiebe meinen Verbrauch in den Tag und nutze die höheren Außentemperaturen und speichere die Energie dann, wenn sie gratis ist. Eine Wärmepumpe läuft am Nachmittag bei 10 Grad viel effizienter als in der Nacht bei 0 Grad. Bei meiner alten Wärmepumpe im alten Haus habe ich die Rücklauftemperatur um 4 bis 5 Kelvin erhöht und speichere so 30 bis 40 Kilowattstunden direkt im Boden oder im Gebäude. Das Haus wird so zu einem riesigen Energiespeicher und die Wärmepumpe muss mir die ganze Nacht nicht mehr einschalten. Bei der modernen Wärmepumpe im neuen gedämmten Haus kombiniere ich alles miteinander. Ich erhöhe die Temperatur im 800 Liter Pufferspeicher von 30 Grad auf 52 Grad. Das ergibt ca. 22 Kilowattstunden zusätzlich gespeicherte Wärmeenergie. Dann wird die Vorlauftemperatur am Ende des Tages um 3 Kelvin erhöht, was auch nochmals ca. 15 Kilowattstunden Wärmeenergie in den Boden reinspeichert. Das sind total 37 Kilowattstunden zusätzlich gespeicherte Energie. Aber die Wärmepumpe hat dafür nur rund 10 Kilowattstunden elektrische Energie aufgewendet und sie muss die ganze Nacht nicht mehr anlaufen. Dann haben wir noch das Brauchwasser. Wenn ich die Temperatur vom Wasser um 10 Grad erhöhe, habe ich hier etwa zusätzlich 3 Kilowattstunden Energie gespeichert. Und hier beim großen Brauchwasserspeicher sind es sogar etwa 9 Kilowattstunden. Oh, endlich fertig mit dem Video. Ich habe nicht gedacht, dass ich das noch fertig bringe. Das hat mich jetzt 5 Tage meines Lebens gekostet. Aber ich wollte euch das unbedingt zeigen, wie ich das gelöst habe. Also wenn ich mir jetzt keinen Daumen hoch verdient habe, dann höre ich glaube auf mit dem ganzen Scheiß. Jetzt, wie sieht es bei euch aus? Da gibt es sicher noch mehr Potenzial. Schreibt es mir in die Kommentare. Was macht ihr? Habt ihr auch noch Ideen? Diese ganzen Veränderungen waren für mich extrem wichtig. Denn wir wissen ja, wie unsere Politik funktioniert. Ich denke, nächstes Jahr werden wir sogar dafür bestraft, dass wir eine Solaranlage haben und müssen dafür noch Geld zahlen. Deshalb, ich verschenke hier gar nichts mehr. Ich würde ja gerne helfen, auch die Stromspitzen wegzubringen und weiß ich was alles. Aber ja, dann wäre es vielleicht geiler, wenn ich nicht nur einfach 6 Cent dafür bekomme, denn dann verbrate ich es lieber. Jetzt für alle, die noch dran sind, habe ich noch versprochen, den Batterietrick, der kommt jetzt noch, habe ich fast vergessen. Ich habe ja einen 15 Kilowattstunden Batteriespeicher von Sungrow, aber ich bringe hier auch mehr rein und ich zeige euch, wie das geht. Wir können es schön an diesem Tag sehen. Das Gelbe hier ist der Batterieladestand und ihr seht jetzt hier, wie ich mehrfach die Batterie geladen und wieder entladen habe. Ziel sollte es einfach sein, dass am Schluss, am Ende des Tages hier 100% Batterieladestand ist. Habe ich hier leider nicht ganz geschafft, aber da bin ich noch dran, das Ganze zu automatisieren. Mit Home Assistant wäre das nicht so ein großes Problem, aber ich möchte das auch mit Shelly hinbekommen. Aus diesem Grund lese ich mir die Wechselrichterdaten aus, wo ich Batterieladestand abfragen kann und auch was auf dem Dach los ist. Dann kann ich das Ganze kombinieren mit Wettervorhersagen, die mir sagen, hey, du hast noch 20 Kilowattstunden übrig diesen Tag, die noch runterkommen. Und daraus kann ich mir dann in Shelly intelligente Szenen bauen
Und ihr könnt es schön hier in der Zusammenfassung sehen. An diesem Tag habe ich fast 23 Kilowattstunden in die Batterie reingeladen. Da bin ich noch dran, das zu automatisieren. Vergesst nicht, alle Geräte, die ich hier gezeigt habe, da gibt es noch ein separates Video, denn sonst wäre dieses Video 6 Stunden lang geworden. Also danke fürs Zuschauen, verschenkt keinen Strom und bis zum nächsten Mal.